Glück auf und Howdy aus New Braunfels in Texas. Wir sind auf dem Wurstfest und ihr wolltet ja ein bisschen Video dazu haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da drehen können, aber wir fangen einfach mal an. Wurstfest in New Braunfels. Was sind deine Erwartungen? Ganz viele Dirndl und Lederhosen. Meine Erwartung ist Bier und deutsches Essen. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8. Mai in Texas. Der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind. Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ladies and Gentlemen, wir sind tatsächlich in New Braunfels, Texas. Das ist circa 50 Minuten von uns entfernt und wir haben uns eingecheckt in die Schlitterbahn. Das ist eigentlich ein Wasservergnügungspark, oder? Ja, aber ich glaube, der ist irgendwie gefühlt aus den 40ern. Nein, aber der ist schon wirklich sehr alt, aber total zauberhaft und schön und überraschend teuer. Es ist Wurstfest, ne? Also wir haben wirklich jetzt für die Nacht, ich glaube, $280 bezahlt, ne? Ja, aber da ist Frühstück mit drin. Da ist eine Scheibe Toast mit drin und wir haben das deshalb gemacht, weil die einen Wurstfest-Shuttle anbieten. Das heißt irgendwie, wir lassen das Auto hier. Ich bin nicht blöd, ne? Ich fahre ja gleich nicht noch Auto. Und ja, dann shuttelt der uns zum Wurstfest. Wir haben einen Freund dabei, den lieben Chris. Den werdet ihr vielleicht gleich auch nochmal im Video sehen. Chris ist aus Montana und ein absoluter Oktoberfest-Fan. Der war schon 5-mal im Oktoberfest in München und wir sehen uns gleich vom Oktoberfest, vom Wurstfest. Absolut. Aber der Chris, der kommt ja aus Montana, der wohnt aber bei uns in Austin und ist ein Freund von uns und Nachbar gewesen. Also daher kennen wir ihn. Wisst ihr da Bescheid? So, guck mal, wir sind auch hier völlig eingekleidet hier. Lederbuchse, Dirndl, alles am Start und wir sind nicht die Einzigen. Ne? Wir haben schon ganz viele Leute gesehen. Ja. Heute ist Freitag und das Wurstfest geht noch bis zum Sonntag. Ich bin gespannt. 5 Uhr geht's los. Bis gleich. So, ladies and gentlemen, this is Chris. I would like to introduce you to Hello. Chris. And he is a natural born Munich guy, so with original Munich dress up here. So, wir warten jetzt hier auf den Bus. Wir sind am Busshop, am Shuttle und wir haben schon gesehen, es ist ein Schulbus, ein gelber Schulbus. Das ist auch eine Experience, ne? Ich bin super gespannt, wie es wird. Wirklich, total. I'm working this out. Der André hat mir heute tatsächlich die komplette Verantwortung übergeben und gesagt, Tina, weißt du was, film du einfach mal. Er hat ja überhaupt gar keine Ahnung, worauf er sich da eingelassen hat. Aber ich nehme euch jetzt beide mit und zeige euch das Wurstfest aus einer Sicht, die kein Bier trinkt. Ich bin sehr gespannt, wie das heute wird. Hey Chris, you got me some drinks, right? Yes, absolutely. Yeah, I got some drinks. Yeah. Where's André? He's at the bar. Ah, of course he's at the bar. Fun Fact, ich muss jetzt tatsächlich zur Bar, weil wir mehr Alkohol bestellen, als wir dürfen zu zweit oder als André alleine bestellen darf. Deswegen brauchte er eine zweite Person, die den Alkohol tragen darf. Das ist Texas Law. Ich habe hier den Aaron und die Lena getroffen. Die beiden, die sind auch aus Deutschland und die wohnen hier in New Braunfels. Total cool, dass ich euch hier sehe. Wie gefällt es euch hier? Ja, ist ganz nett, ne? Man fühlt sich wie zu Hause heute. Ja, es ist echt ganz nett. Vor allen Dingen, heute ist auch nicht so voll. Am Dienstag war es hier so voll, dass man so laufen musste. Oh mein Gott. Und heute ist echt angenehm, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, wir sind einfach noch viel, viel zu früh da. Mal sehen, wie es gleich wird, weil wir sind direkt zum
zum Anstoß, wollte ich gerade sagen. Wir sind direkt gekommen, als die Türen aufgemacht haben. Und jetzt heißt es Party und das hier hat der liebe Aaron nicht zum Spaß hier. Das stimmt. Und na, hier sind immer noch Chris und André. Und die beiden haben auch wieder einen neuen Pitcher. Der zweite heute schon. Also ehrlich, das ist ganz schön riesig hier. Ich weiß gerade, ist der Ton nicht ganz so gut, weil ich das Mikro nicht angeschlossen habe. Ist mir aber egal, weil ich ganz spontan was aufnehmen wollte. Turn our young stallion loose here. You want some more vegetables? Ja. Did they give you like Nee, ich nehme das so. Das ist, naja, also, wenn man jetzt den Döner so bei uns sich anguckt, dann ist der schon ein bisschen anders, aber es hat Ähnlichkeit. Das ist heiß. Und heute ist Freitag, Filming Day. Und ich drehe heute hier in ein paar Model Homes, in solchen richtig mega coolen Villen, zusammen mit einer Realtorin, also mit einer Maklerin, ein paar Werbevideos oder ein paar Social Media Posts, um diese Häuser zu vermarkten, beziehungsweise um sich selber zu vermarkten. Und da dachte ich mir, nehme ich euch auch mal mit, weil das ist total spannend. Diese Häuser sind riesig, also 400, 500 Quadratmeter Häuser. 2 Millionen, glaube ich, kostet eins und das wollte ich euch gerne zeigen. Hey Leute, ich meine, guck mal bitte, das hier ist eine Kreativecke. Ich glaube, meine Tochter, die wäre mega verrückt danach, wenn sie hier ihre Kunst machen könnte. Vielleicht steht da eine Nähmaschine und dann irgendwie ihre Staffelei und all so einen ganzen Quatsch. Mega cool, oder? Und lass mich mal zeigen, wie die Kinder hier so schlafen würden. Hey, das ist der Knaller. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Hier hast du erstmal eine mega süße kleine Schminkecke. Hi, das bin ich. Und dann hast du hier ein mega Träumchen. Mega Träumchen von einem Schlafzimmer. Natürlich, wie in allen Ami-Schränken, Ami-Häusern hier den eigenen Schrank. Und sie hat hier dann ihr eigenes Badezimmer. Nice, oder? Wirklich super nice. Aber, naja, es ist halt ein sehr, sehr, sehr großes Haus. Das heißt, hier würde dann quasi die andere schlafen. Hey, okay, das ist jetzt ein Jungenzimmer. Ist das ein Jungenzimmer? Kann man sowas sagen? Typisches Jungenzimmer? Naja, wir wissen es nicht. He, she, it, das S muss mit. Keiner weiß es ganz genau. Aber ich mag den Raum. Und auch der Raum hat wieder ein eigenes Badezimmer. Diesmal en suite nennt man das, wenn das Badezimmer direkt am Schlafzimmer dran ist. Und auch wieder hier einen großen Kleiderschrank.
Ich liebe das so sehr. Und da vorne steht Catherine. Sie zeigt mir gerade das Haus hier und lässt uns quasi daran teilhaben, dass wir das gucken dürfen. Hi Catherine, sag mal, wie lange machst du das hier schon in Austin? Oh, ich lebe hier schon seit über 17 Jahren und bin jetzt seit 4 Jahren komplett in Real Estate. Wow, 4 Jahre, das ist eine ganze lange Zeit. Und vielen, vielen lieben Dank, dass wir uns hier heute mal umschauen dürfen. Ja, aber gerne doch. Jederzeit. So, und liebe Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ist das geil? Ist das geil? Das hier ist ein Game Room. Also Game Room. Einfach so zum Spielen. Hammer, oder? Ich hätte das so gerne auch. Und da hast du dann deine eigene Bar. Natürlich mit Mini-Kühlschrank drin. Ich glaube, die kriegen mich hier gar nicht mehr runter. Naja, und wenn es nicht so genug wäre, da oben mit den 2 Schlafzimmern, gibt es sogar, Mann, oh Mann, noch eins. Noch ein Schlafzimmer. Ich weiß, André sagt, ich soll nicht immer so mit der Kamera wackeln, weißt du, aber ich bin so begeistert gerade davon, dass ich mit der Kamera wackeln muss. Ich bin ganz aufgeregt. Hier oben, das war ja schon mal sehr nice, aber das eigentliche Highlight des Hauses befindet sich tatsächlich unten. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin über diese unglaubliche Treppe hier. Leute, und wisst ihr, was das Geile ist? Hier, also erstens ist der Pool ziemlich geil. Verrückt ist, dass es jetzt gerade regnet. Jetzt, wo wir filmen, regnet es. Es hat in Austin 40 Tage nicht geregnet oder 50 Tage nicht geregnet. Und jetzt fängt es an, ne? Was für ein Mist. Aber was ich euch eigentlich sagen wollte ist, da hinten hat André seine eigene Küche. Hammer cool, oder? Ich kann mich dann schön da unten hinsetzen, entspannen. Nee, also es ist wirklich ein nices Haus. Das Coole ist ja, dass diese ganze Tür hier, die ganze Türfront, komplett weggeschoben werden kann. Ist ein bisschen anstrengend, aber gut, dass ich das nicht machen muss. Indoor, Outdoor, Living. Und dann lebst du halt innen und draußen. Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie geil ist das eigentlich? Hier könnte ich wirklich leben. Wisst ihr, was ihr macht? Ich brauche 2,2 Millionen $. Wenn jeder von euch nur $1, na komm, vergiss es, ne? Aber 2,2 Millionen $, nice. Hey, und Katrin, die hat mir heute sogar 2 Häuser gezeigt. Und das zweite gefällt mir sogar noch ein Stückchen besser als das erste, weil das ist ein Farmhaus. Farmhaus in der Nähe von Austin. Unglaublich, guckt es euch an. Allein schon dieser Entree. Hallo? Geil, oder? Ich meine, okay, den Tisch hier, den würde ich sofort wegstellen, weil brauche ich nicht. Aber das hier, yes, das ist mein Wohnzimmer und meine Küche. Total cool, oder? Ich meine, da mit der kleinen Frühstücksecke, ja, das nennt man nur Frühstücksecke, mit der unglaublichen Sicht nach draußen, auf dem Pool, zeige ich euch gleich. Aber du hast jetzt nicht nur die Frühstücksecke, sondern auch noch die Ecke, wo du richtig isst. Das Formal Dining Room. Ja, das haben wir bei uns gerade im Haus auch, aber nicht so schön. Also das ist ja wirklich unglaublich. Guck dir diese Küche an. Guck es dir an. 6 Töpfe kannst du draufstellen. 6. Unglaublich. Und während ich hier quasi dann den Abwasch mache, kann André da hinten sitzen und Football gucken. Als ob. Nee, Nina und ich, wir gucken Dance Moms und André macht den Abwasch. Aber jetzt wollte ich euch das Highlight zeigen. Hallo, im Pool, schon wieder. Und dahinter ist ein Fireplace. Und du guckst ins Grüne. Yes, please. Und hier hinten, da kann André grillen. Das hat ein bisschen Mallorca-Vibes, denke ich das nur? Ja, und da oben, da ist dann der sogenannte Kinderbereich. Auch super nett, 2 Schlafzimmer für die Kinder. Aber das eigentliche Highlight von oben zeige ich euch auch noch ganz kurz. Aber bevor ich euch das zeige, muss ich euch auf jeden Fall mal das Schlafzimmer zeigen, wo André und ich schlafen würden. So was wollt ihr doch sehen, oder? Regatio. So. Also. Nice, oder? So schön.
Und das Geile ist, du hast hier quasi direkt den Zugang zum Pool. Also ich würde dann morgens tatsächlich aufstehen und mich erstmal direkt zum Pool quälen und meine Morgenrunden drehen. Aber das Coole ist auch das Badezimmer. Weißt du, wenn du Geld hast in Austin, dann kannst du dir so geile Sachen leisten. So viel zum Thema, die Amis bauen nur Bretterbuden, ne? Ich meine, nice. Ich meine, nice, oder? Ja, ihr habt ja recht. Die Holzkonstruktion ist natürlich überall dahinter, aber ich finde trotzdem, das macht einen schlanken Fuß. Ne? Obwohl das quasi ein Papphaus, wie ihr immer so gerne sagt, ist, finde ich, ist das so schön. Und ich weiß gar nicht, wie schnell die gebraucht haben, um sowas hochzuziehen. Aber bestimmt nicht so lange wie in Deutschland. Also ich glaube, so ein Haus hier ist extremst schnell fertig. Ich frage mal die Katrin, vielleicht weiß die es ja. Gott sei Dank habe ich einen Experten hier. Die Katrin, die weiß nämlich, wie lange wird so ein Haus hier gebaut, ungefähr? Ungefähr 10 bis 12 Monate. 10 bis 12 Monate. Alter, wie geil, oder? Wie versprochen, gehen wir jetzt einmal ganz schnell nach oben und gucken uns da die Kinderzimmer bzw. das Highlight an. Erstmal schon mal eine sehr geile Aussicht nach unten. Na, schau mal hier über die Brüstung. Nice. So, und dann geht es nämlich hier ins eine Zimmer, aber das gucken wir uns jetzt nicht an. Hier geht es quasi in ein eigenes Wohnzimmer für die Kids. Aber ihr wisst ja, wir haben 2 Mädels, ne? Hier gibt es nämlich nicht nur ein Wohnzimmer, sondern 2 Wohnzimmer. Jetzt mal ernsthaft. Die haben doch einen an der Waffel, oder? 2 Wohnzimmer für die Kinder hier oben. Obwohl, dann gibt es wenigstens weniger Streit. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt mir mal unten in die Kommentare. Braucht man 2 Wohnzimmer? Und ich glaube, der Raum, den André am besten gefallen würde, ist hier das Büro. Also, ist das ein schickes Büro? Guckst du immer schön raus, ne, ob da Leute kommen. Und dann kannst du dich da schön hinflätzen, wenn du mal Pause hast und auf TikTok live gehen willst. So, liebe Katrin, vielen lieben Dank, dass wir hier hinkommen durften. Das ist uns ein inneres Blumenpflücken gewesen. Richtig? Sagt Danke, Katrin. Schreibt alle Danke, Katrin hinten. Ich verlinke sie auf jeden Fall, damit ihr, falls ihr mal selber in Austin irgendwie ein Haus suchen solltet, ab zur Katrin. Sie hilft euch auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank für heute und bis ganz bald. Bis ganz bald. Ihr Lieben, der André hat mich ins Büro geschickt, weil ich was abholen muss dort. Und da dachte ich mir, nehme ich euch mal mit, weil ganz viele haben gefragt, so, boah, wie sieht denn so ein US-Büro aus? Kannst du da nicht mal reingucken? Kannst du uns das mal zeigen? Tada, das mache ich heute. Also ganz viel Spaß dabei. Die liebe Tina, die sollte Post abholen im Büro. Und unser Büro befindet sich 111 Congress Avenue in der 5. Etage. Und das ist ein Coworking Space mit einem Fixed Office, was man da buchen kann. Die Mitarbeiter haben alle mit einer App die Möglichkeit, jederzeit da Meetingräume zuzubuchen oder auch mit der App Türen zu öffnen. Das macht mehr Sinn, ne? Also ein richtig festes Büro, wie das früher war, das ist ehrlich gesagt selten geworden und eigentlich nur noch für richtig große Firmen hier in Austin oder insgesamt in den USA. Ne? Ich kenne eigentlich kaum noch Firmen, die das anbieten, ein richtig großes Office zu mieten, wo die Leute immer hin müssen. Die großen Tech-Konzerne, bei denen ist das anders. Die holen ihre Mitarbeiter wieder alle zurück, denn ich meine, wenn die sich so ein ganzes Hochhaus da leisten, dann kostet das natürlich auch Rente, ne? Also Miete, Entschuldigung. Und da macht das natürlich Sinn. Aber für uns kleine Butze macht das keinen Sinn. Darum Shared Office Space kann ich jedem empfehlen, der starten will.